Induktion ist ein unglaubliches Verfahren mit scheinbar magischen Möglichkeiten. Ich war neulich auf einer Messe und da habe ich es wieder gesehen. Jemand hat ein Induktionsgerät vorgeführt und der hat scheinbar magisch eine Mutter warm gemacht und das Ganze punktgenau. Ohne Gas, ohne offene Flamme hat er einfach die Mutter warm gemacht und hat dabei die Schraube noch in der Hand gehalten. Und da denkt man immer, das ist Wahnsinn. Sowas würde ich gerne auch mal in meiner Werkstatt haben. Das Problem ist nur, diese professionellen Induktionsgeräte sind unglaublich teuer. Und auch da gibt es natürlich heute Alternativen. Das ist hier ein Induktionsgerät, das habe ich mir gekauft. Das kostet gerade mal etwas über 160 Euro. Ich glaube so 165 Euro. Und damit soll sowas wirklich auch möglich sein. Und das probieren wir heute natürlich zusammen aus. Und Induktion kennen heutzutage die wenigsten aus der Werkstatt, sondern die meisten aus dem Haushalt. Jedes zweite Kochfeld ist heute statistisch ein Induktionskochfeld. Das ist nicht nur unglaublich praktisch, das geht auch unglaublich schnell. Doch die wenigsten wissen, wie dieses Induktionsprinzip eigentlich funktioniert. Das heißt, wir haben hier ein Gerät. In diesem Gerät ist eine Spule. Hier entsteht ein hochfrequenter Wechselstrom. Dadurch kommt es zu ständig ändernden Magnetfeldern. Wenn jetzt hier ein Metall in diese Spule vorne reinkommt, dann fängt das Metall im Prinzip an zu schwingen. Hier entstehen Wirbelströme und durch diese Wirbelströme erhitzt sich das Metall quasi von selbst. Das heißt, wir haben keine erhitzte Luft. Wir haben hier auch nur eine geringe Temperatur. Man sollte das trotzdem nicht anfassen, genauso wie so ein Induktionskochfeld. Aber auch das kennt man, das wird eigentlich sehr, sehr wenig warm. Da gab es damals auch dementsprechend immer die Werbung dafür, dass man ein Induktionskochfeld hat. Und wenn man das mal aus Versehen anfasst oder die Kinder, dann können sie sich im Prinzip nicht mehr verbrennen. Und so ist es hier wirklich auch. Wir können Metalle punktgenau warm machen. Und da ist wieder der Riesenvorteil, wenn wir hier die Schraube haben und hier oben die Mutter. Wenn die Mutter festgegammelt ist, wenn die angefressen ist, wenn das Gewinde gefressen hat, dann kann ich hier oben einfach die Mutter erwärmen, ohne die Schraube großartig zu erwärmen. Mit der Zeit leitet natürlich das die Wärme hier rüber. Aber im ersten Moment dehnt sich nur die Schraube aus und damit kann ich sowas natürlich punktgenau erwärmen und dann auch viel, viel einfacher lösen. Und gerade dafür sind diese Induktionsgeräte wirklich perfekt. Jetzt hat so ein Gerät natürlich nicht nur Vorteile. Der größte Nachteil von so einem Gerät ist wirklich, es ist leistungsschwach und dementsprechend kann man hier nur Materialien erhitzen, die man wirklich hier auch umschließen kann. Dafür hat man hier verschiedene Größen, kann sich hier auch selber was zurechtbiegen, aber im Prinzip kann man alles nur erwärmen, was man umschließen kann. Wenn ich also Richtarbeiten damit durchführen will, was man auch bei Induktion oft sieht, dann ist dieses Gerät dafür viel zu leistungsschwach, dann ist das Gerät dafür nicht ausgelegt. Mich interessiert jetzt auch nicht, ob ich hier eine 30er, 40er oder 80er Welle erwärmen kann. Mich interessiert, ob ich so diese Standardarbeiten, die ich oft in der Werkstatt habe, wenn ich mal einen Rundstahl oder ein Rohr biegen will, kann ich das damit vernünftig erwärmen. Wenn ich eine Schraube lösen will, kann ich das damit vernünftig erwärmen. Und das möchte ich mit euch zusammen ausprobieren. Dafür habe ich mir verschiedene Muster bereitgelegt und die werden wir jetzt einfach mal mit diesem günstigen, einfachen Induktionsgerät erwärmen. Und die Nutzung von dem Gerät ist im Prinzip absolut idiotensicher. Ich brauche eine ganz normale 230 Volt Steckdose. Wenn ich das Gerät eingesteckt habe, das hört man hier im Hintergrund auch, dann fängt sofort der Lüfter an zu laufen. Das heißt, den kann ich nicht ein- oder ausschalten. Solange das Gerät eingestöpselt ist, läuft der Lüfter. Jetzt habe ich hier diesen einen Taster und wenn ich den drücke, dann leuchtet hier vorne die Lampe und dann kann ich mit dem Induktionsprinzip Metalle erwärmen. Hier vorne haben wir die Möglichkeit, die verschiedenen Spulen zu spannen. Das heißt, ich habe hier so ein Set, da sind 10 Stück drin enthalten. Die haben verschiedene Durchmesser. Man kann die sich aber auch selber zurechtbiegen, wie man das wirklich braucht. So eine Spule sollte das Material nie direkt berühren, sonst beschädigt man die hier relativ schnell. Auf der anderen Seite sollte es natürlich auch nicht so sein, dass der Abstand zu groß ist, sonst geht der Wirkungsgrad wieder in die Knie. Und so ein erster Versuch ist natürlich spannend. Ich habe vor Jahren auf einer Messe mal so ein Induktionsgerät in der Hand gehabt, sonst habe ich das wirklich noch nie ausprobiert. Und jetzt kann man hier spielend leicht diese Muffe warm machen und das Rohr behalte ich nebenbei in der Hand. Ich habe erst gedacht, das ist vielleicht ein bisschen blöder, mach doch, zieh Handschuhe an, eine Zange, aber wir wollen ja hier einen vernünftigen Versuch machen. Da merkt man, wie punktuell vorne die Erwärmung reinkommt.
Ich habe vielleicht so 10, 15 Sekunden vorne gebraucht, dann fängt diese Muffe langsam an warm zu werden, fängt dann wirklich auch an zu glühen. Erst wenn ich die natürlich in das Wasserglas tue zum Abkühlen, dann zieht die Wärme auf einmal natürlich massiv nach hinten, dann wird es natürlich heiß. Vorher kann ich das aber hier wirklich problemlos in der Hand haben. Das Ganze fängt so leicht an zu vibrieren, also es ist ein irres Gefühl, macht wirklich Spaß und erste kleine Versuch hat schon mal funktioniert. Was jetzt vielleicht nicht hundertprozentig effizient war, man sieht hier ist ein relativ großer Luftspalt zwischen. Also wahrscheinlich wird es ein bisschen besser funktionieren, das probiere ich auch gleich nochmal aus. Wenn ich hier eine bisschen besser angepasste Spule habe, das sollte ein bisschen effizienter funktionieren. Aber im Prinzip funktioniert das. Ich kann wenige Sekunden danach hier vorne die Spule wieder anfassen. Die ist leicht handwarm geworden, mehr aber nicht. Also der erste Versuch war schon gut, aber der zweite Versuch ist natürlich so der absolute Knaller. Abstand ist hier der elementare Faktor und wenn der Abstand wirklich sehr gering ist, dann fängt diese Muffe innerhalb von Sekunden an zu glühen und ich kann trotzdem das Rohr hinten immer noch in der Hand behalten. So punktgenau bringe ich hier wirklich die Wärme rein. Also das ist schon Wahnsinn. Abstand ist also der Faktor. Nachteil ist natürlich, wenn ich das hier rausziehe, dann beschädige ich das hier vorne auch relativ schnell. Also 1 Millimeter mehr oder 2, 3 Millimeter mehr wäre natürlich besser gewesen. Oder eine bisschen ruhigere Hand. Vor der Arbeit einfach einen Schnaps trinken, hieß es früher. Ich glaube aber, das macht man heute nicht mehr. Jetzt sollte jedem natürlich klar sein, gerade bei Verschraubungen ist irgendwo die Leistungsgrenze erreicht. Und das habe ich natürlich ausprobiert. Mit so einem Gerät kann man problemlos bis M10, M12 Muttern erwärmen. Die erwärmen sich hier wirklich spielend leicht. Selbst M16 funktioniert wirklich noch sehr, sehr gut. Wenn es über M16 hinausgeht, dann tut sich das Gerät schwer. Dann dauert es natürlich deutlich länger. Dann wird es deutlich uneffizienter. Da fehlt dem Gerät natürlich einfach die Leistung. Aber so die normalen standardmäßigen Muttern, die an irgendwelchen Motoren oder an irgendwelchen Verschraubungen dran sind, die kann man hier wirklich spielend leicht erwärmen. Und das sieht man an diesen Beispielen wirklich, wie gut das funktioniert. Und das nächste, was man hier absolut genial mitmachen kann, ist Materialien biegen bzw. wieder Materialien richten, wenn sie verbogen sind. Dazu kann ich die verschiedensten Werkstoffe und Materialien hier problemlos erhitzen. Ich habe das einfach mal gemacht. Das ist ein 12 mm Rundstahl. Das ist ein Flachstahl. Den Flachstahl habe ich hier auch einfach gebogen. Den Rundstahl habe ich gebogen. Man sieht immer an den Bildern, ich kann das Ganze am Ende auch immer noch anfassen. Also es wird wirklich auch hier extrem punktuell warm. Das ist zum Beispiel so ein klassisches Geländer-Handlaufrohr. Das ist 20 x 40 und selbst das kann ich hier wirklich problemlos noch warm machen und kann das Ganze dann umbiegen. Sowas nimmt man sehr gerne für Handläufe und die Handläufe laufen ja irgendwann immer aus und da muss man das Ganze natürlich dann auch dementsprechend mit der Schräge anpassen und sowas habe ich hier einfach mal simuliert, habe mich langsam dagegen gelehnt, einen leichten Druck aufgebaut und dann langsam warm gemacht und dann kriegt man hier wirklich schöne Ergebnisse. Und selbst Rohre biegen kann man hiermit. Ich habe jetzt hier natürlich den Frevel gemacht. Ich habe vorher keinen Sand eingebracht. Dadurch ist es natürlich platt geworden. Aber im Prinzip ist es hier auch möglich, ein Rohr so zu erwärmen, dass man das problemlos biegen kann. Also das macht das Gerät wirklich super und das macht wirklich Spaß. Und vor allen Dingen so punktuell, ohne eine Flamme, ohne Gas, ohne verbrannte, dreckige Luft, kann man das hier innerhalb kürzester Zeit erwärmen. Und man sieht hier so ein paar Beispiele, was wirklich sehr gut funktioniert hat. Ich habe mir zum Beispiel auch aus einer Kiste ein Hufeisen geholt. Da mache ich auch immer sehr viel. Und auch so ein Hufeisen kann man dann hier schön erwärmen, kann das schön punktuell wirklich umbiegen. Jetzt sind das alles extrem positive Punkte. Da ist natürlich immer die große Frage, gibt es nicht auch Nachteile bei so einem Gerät? Und ich habe euch das eben schon gezeigt. Irgendwo ist natürlich immer die Leistungsgrenze erreicht bei so einem kleinen Gerät. Auf der anderen Seite ist es so, wir können hier natürlich nur Materialien erwärmen, die wir auch umwickeln können. Und das limitiert natürlich auch so ein bisschen den Einsatzzweck. Ich könnte sonst deutlich besser damit richten, könnte deutlich besser einseitig Materialien warm machen. Das ist so eine Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es auch bei Induktion natürlich Nachteile, die oft nicht erwähnt werden. Wenn man auf Messen geht, wenn man auf Vorführungen geht, dann sieht man immer nur, dass Stahl erwärmt wird. Und das hat natürlich auch seinen Grund. Das Ganze funktioniert am besten bei Stahl, also bei einem Werkstoff, der sich auch magnetisieren lässt, beziehungsweise der magnetisch ist. Da funktioniert es deutlich besser als zum Beispiel bei so einem klassischen Chrom-Nickel-Stahl, umgangssprachlich Edelstahl genannt.
Das ist hier ein 1.4301, hat man früher immer V2A gesagt. Und der funktioniert deutlich, deutlich schlechter. Ich habe auch versucht, hier minutenlang den Werkstoff warm zu machen. Der wird ein bisschen heiß, mehr aber auch nicht. Und auch wenn man Aluminium oder Kupfer ausprobiert, von wegen, da funktioniert das überhaupt nicht. Beim Edelstahl ist es noch so ein bisschen gewesen. Es gibt aber auch ferritischen Edelstahl. Früher hat man immer gesagt China-Edelstahl. Der hat dann Eisenanteile höher, hat andere Legierungselemente und der lässt sich dann auch wieder relativ einfach mit Induktion erwärmen. Wie stellt man das fest? Ganz einfach einen Magneten dran halten. Aber so die standardmäßigen Edelstähle sind sogenannte Austerniten und bei denen funktioniert Induktion wirklich relativ schlecht. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, den man ansprechen sollte. Das sind 2, 3 Kleinigkeiten, wo man wirklich auch sagen muss, das funktioniert nicht so gut mit so einem kleinen Gerät und nicht so gut mit dem Verfahren. Aber ansonsten ist so ein Gerät absolut genial. Das ist wirklich, als wenn die Zauberei in deine Werkstatt einzieht. Wahnsinn, was ich damit heute alles gemacht habe. Ich habe hier nochmal einen Schlüssel verdreht und verbogen. Das ist für ein kreatives Projekt. Das geht hier auch wirklich völlig spielerisch. Einmal rübergehen, bisschen warm machen, Schlüssel verdrehen, Schlüssel verbiegen und fertig ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Absolut geniales Gerät und mittlerweile wirklich extrem bezahlbar. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, viel Spaß beim Zaubern, wenn ihr auch so ein Gerät habt. Bis dann, euer Manni.